Hi, in diesem Video nenne ich dir 5 Hula-Hoop-Fehler, die du unbewusst vielleicht immer noch machst und zeige dir, wie du sie beheben kannst. Fehler Nummer 1. Der Abwurf. Vielleicht ist dir öfter schon aufgefallen, dass der Reifen bei dir eigentlich nie lange oben bleibt. Vielleicht fällt es dir manchmal gar nicht auf, dass du den Reifen schräg hältst. Oder vielleicht ist es dir auch aufgefallen und du machst es ganz bewusst. Ein schräger Reifen wird nie lange um deine Hüften kreisen können. Beim Hula-Hoop ist ein gleichmäßiger Rhythmus sehr, sehr wichtig. Das heißt, der Reifen bleibt eigentlich nur oben, solange du gleichmäßige Bewegungen machst. Damit der Reifen beim Abwurf genügend Schwung bekommt, solltest du ihn parallel zum Boden halten. Soll der Reifen nach rechts, dann ist die linke Hand für den Abwurf zuständig. Deine linke Hand geht zur rechten Taille. Soll der Reifen nach links, dann ist deine rechte Hand für den Abwurf zuständig. Deine rechte Hand geht dann zur linken Taille. Für den zusätzlichen Schwung kannst du den Oberkörper zur entgegengesetzten Richtung leicht eindrehen. Der richtige Abwurf ist also entscheidend und beeinflusst, wie lange du den Reifen oben halten kannst. Fehler Nummer 2. Keine Bauchspannung. Du denkst, du machst alles richtig und trotzdem fällt der Reifen immer wieder runter. Es ist vielen nicht bewusst, dass die Körperspannung eine wichtige Rolle spielt. Körperspannung entsteht, wenn du die Muskeln deines Körpers kontrahierst, ohne dich zu bewegen. Menschen, die ihre Körperspannung trainieren, entwickeln außerdem einen höheren Muskeltonus. Das heißt, die Muskeln wirken härter und definierter. Außerdem macht es dich stärker und schützt vor Verletzungen. Beim Hullern also einfach mal den Bauchnabel nach innen ziehen und du wirst merken, dass der Reifen viel besser oben bleibt. Außerdem trainierst du so nicht nur die Bauchmuskeln, sondern auch die tiefe Beckenbodenmuskulatur. Also Bauch rein statt Bauch raus. Fehler Nummer 3. Es ist immer nur die eine Seite. Es gibt immer eine Seite, mit der man am besten hullern kann. Das Kreisen nach rechts funktioniert wunderbar, aber nach links, irgendwie gar nicht. Dabei sind die Bewegungen die gleichen. Das Problem ist der Kopf. Sobald sich der Schalter einmal umgelegt hat, funktioniert es auch in die andere Richtung. Aber wie legt man den Schalter um? In der Regel legen wir den Schalter nicht um, wenn es zu anstrengend, belastend oder unmöglich erscheint. Es funktioniert ähnlich wie beim Schutzmechanismus, für die Nervenzellen im Gehirn verantwortlich sind. Machen wir eine schlechte Erfahrung, können uns wenig bedrohliche Momente auf einmal Angst einflößen. Wenn in dem Moment aber zum Beispiel nichts Schlimmes passiert, können wir lernen, uns nicht mehr zu fürchten. Das heißt, dein Kopf muss verstehen, dass die Bewegungen immer noch die gleichen sind, obwohl du auf einmal nach links hullerst oder andersherum. Ich habe mich zum Beispiel vor dem Spiegel gestellt dafür und meine Hüftbewegung beobachtet. Begleite den Reifen so lange wie möglich mit der Hand. Dreht er sich einmal, muss ich nur noch die Bewegungsroutine einstellen. Das schafft dein Gehirn nicht nur mit rechts, sondern auch mit links. Fehler Nummer 4. Falscher Stand. Die Beinstellung beim Hula-Hoop wird oft unterschätzt. Vielleicht achtest du unbewusst auch nicht mehr darauf und du hullerst einfach los. Gerade am Anfang, wenn du noch nicht so sicher bist beim Hula-Hoop, ist ein hüftbreiter Stand, bei dem du ein Bein nach vorne stellst, zu empfehlen, weil du so einfach viel beweglicher in der Hüfte und im Becken bist und der Reifen leichter oben bleibt. Wenn du dann etwas geübter bist, kannst du die Beine auch nebeneinander stellen. Damit du einen gleichmäßigen Rhythmus bekommst, dürfen die Beine nie zu eng nebeneinander und niemals zu weit auseinander sein. Fehler Nummer 5. Der Plastikreifen. Ja, es gibt ihn. Der Reifen, der so glatt ist, dass du ihn schon fast polieren kannst. Nur leider ist nicht jeder Hula-Hoop oder nicht jedes Material für Bauchhullern geeignet. Wenn das Material zu glatt ist, dann haftet der Reifen nicht richtig auf der Kleidung und rutscht herunter. Von daher sollte man auf das richtige Material achten. Modelle aus Edelstahlkern mit weichem EVA-Schaum sind empfehlenswert oder Modelle mit Grip oder aus HPTE, die haften einfach viel besser auf der Kleidung. Es ist wichtig, dass der Reifen nicht schräg, sondern parallel zum Boden ist. Der richtige Stand, aber auch die Körper- und Bauchspannung sind wichtig. Der Schalter im Kopf muss endlich umgelegt werden und man sollte das richtige Reifenmaterial beachten. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Viel Spaß beim Training, beim Hooping und bis bald. Tschüss.